jetzt! Im heutigen Video möchte ich euch ganz gerne meine 5 liebsten Foundations ever zeigen. Es ist auch eine BB-Cream dabei, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Und bevor wir loslegen, solltet ihr zunächst wissen, was mir persönlich wichtig ist. Und bei mir hat tatsächlich die Verträglichkeit oberste Priorität, weil ich einfach eine sehr empfindliche und gleichzeitig allergische Haut habe. Sprich, ich kann auch nicht viele Foundations probieren. Da fallen etliche raus, vor allem aus dem High-End-Bereich. Und auch ganz, ganz viele andere Produkte, wenn sie zum Beispiel zu stark parfümiert sind oder wenn da eben deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten sind, dann kriege ich einfach wahnsinnige Probleme mit meiner Haut. Und deshalb sind die 5 Produkte, die ich euch heute zeige, zumindest für mich persönlich einfach die perfekten Teint-Produkte, weil ich sie über die Jahre hinweg immer wieder nachgekauft habe und natürlich auch immer wieder verwendet habe, mit anderen Foundations verglichen habe, und es hat sich einfach rauskristallisiert, dass eben diese 5 Foundations für mich am besten funktionieren und dass ich sie einfach durchweg wunderbar vertrage. Ich starte gleich mal mit der Purito BB Cream in der Farbe Nummer 21 Light Beige, und das ist, wie es der Name schon sagt, eher eine BB Cream, also nicht unbedingt bis zu einer mittleren Deckkraft aufbaubar, aber so zwischen leichter bis mittlerer Deckkraft bewegt sich diese BB Cream schon. Ich vertrage sie wunderbar, und was eben auch wirklich, wirklich toll ist, die harmoniert richtig gut mit meiner trockenen Haut. Das hätte ich vielleicht am Anfang gleich mit erwähnen sollen, dass ich eher eine trockene Haut habe. Sprich, ich bin da auch wahnsinnig pingelig, was Foundations angeht, weil viele, die andere sehr mögen, bei mir nicht so gut funktionieren, weil sie zum Beispiel trockene Schüppchen betonen oder einfach extrem unschön auf der Haut sitzen. Aber das ist bei dieser BB Cream definitiv nicht der Fall. Das Einzige, was ich jetzt nicht ganz so gut finde, ist die Shade Range. Die ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und auch die hellste Farbe, die hat so einen leicht gräulichen Unterton. Aber dadurch, dass die Deckkraft jetzt auch nicht so dermaßen hoch ist, sieht man das nicht ganz so doll auf meiner Haut. Also da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Die sieht wirklich ganz leicht gräulich aus. Und sie dunkelt ein bisschen nach, nachdem sie angetrocknet ist. Aber nichtsdestotrotz mag ich diese BB Cream wahnsinnig gerne und kann sie euch definitiv ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr eine trockene Haut habt. Und natürlich auch noch so ein Hinweis von mir, hier steht zwar drauf SPF 38, allerdings müsstet ihr dann natürlich auch von der BB Cream eine entsprechende Menge auftragen, also mindestens 1 Gramm im Gesicht, und das schaffen die meisten von uns nicht. Deswegen ist es wirklich besser, wenn ihr unter dieser BB Cream auch noch eine Sonnencreme verwendet. Ein weiterer All-Time-Favorite ist die Serum Foundation von The Ordinary. Zu der habe ich auch eine Review gemacht, falls euch ein Wear-Test interessieren sollte. Und die Inhaltsstoffe verlinke ich euch oben in dem i und unten in der Infobox. Und an der gefällt mir natürlich auch die Shade Range ein kleines bisschen besser im Vergleich zu der BB Cream von Purito. Und dass sie sich ohne Probleme bis zu einer mittleren Deckkraft aufbauen lässt. Alles, was darüber hinausgeht, wird so ein bisschen problematisch und cakey. Also das würde ich euch tatsächlich eher nicht empfehlen. Aber bis zu einer mittleren Deckkraft ist die richtig, richtig gut. Und sie ist auch wunderbar leicht auf der Haut. Die ist auch etwas flüssig. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr sie vorher schüttelt, bevor ihr sie benutzt, damit das Pigment sich auch wieder ordentlich drin verteilt. Die mag ich wahnsinnig gerne, und zwar so gerne, dass ich sogar eine dunklere Farbe da habe. Das hier ist die 10N und ich habe auch noch die 11N. Dann kann ich die auch richtig gut im Sommer miteinander mischen und schauen, was da gerade zu meinem Teint am besten passt. Ein großartiges Produkt. Ich mag auch diese Pumpverpackung und vor allem auch für alle geeignet, die jetzt nicht so viel Geld für eine Foundation ausgeben wollen, aber dennoch ein verträgliches Teintprodukt ausprobieren möchten. Eine Foundation, die ich euch schon sehr, sehr oft in irgendwelchen Drogerie-Make-up-Videos gezeigt habe, ist die Hypoallergenic Longwear Hydrating Balm Foundation. Und die ist einfach so großartig und für mich persönlich die beste Drogerie-Foundation für trockene Haut, die auch komplett ohne Duftstoffe oder irgendwelche Parfümierungen auskommt, weil sie eine riesen Seltenheit in der Drogerie ist.
Sie ist zwar ein bisschen dicker und cremiger, was die Konsistenz angeht, aber ich finde sie eben dennoch wahnsinnig angenehm auf der Haut, nicht zu schwer und auch nicht zu stark spürbar. Sie interagiert auch nie mit meinen Sonnencremes, die ich darunter verwende, genauso wie die anderen 2 Produkte, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ich finde einfach, dass sie der Haut einen schönen, gesunden, frischen Glow gibt. Das Einzige, was ich nicht ganz so toll finde, ist die Shade Range, denn die ist wirklich unter aller Kanone. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man das Ganze ausbaut, damit noch mehr Menschen Zugang zu dieser grandiosen Foundation bekommen. Jetzt kommen wir langsam in die High-End-Kategorie rein und hier darf natürlich meine allerliebste High-End-Foundation von Anastasia Beverly Hills nicht fehlen. Zu der habe ich auch ein Video gemacht und als ich sie damals gekauft habe, hat sie gerade mal 30 € gekostet. Mittlerweile liegt sie so bei circa 50 €. Manchmal kriegt man sie auch günstiger, aber keine Ahnung, was da passiert ist. Sie ist auf jeden Fall deutlich teurer geworden. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass das für mich persönlich eine der besten High-End Foundations ist, die ich jemals ausprobiert habe. Ich finde auch, dass da die Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation überhaupt nicht mithalten kann und dass die hier einfach deutlich schöner auf meiner trockenen Haut aussieht und schöner auf meiner trockenen Haut sitzt. Ich habe sie heute auch sogar auf meinem Gesicht drauf und finde sie nach wie vor ein Träumchen. Ich vertrage sie richtig gut und würde sie mir auch immer wieder nachkaufen, aber seitdem ich sie habe, ist sie gerade mal bis zur Hälfte leer. Ihr seht es gerade nicht, weil ich sie vorhin geschüttelt habe, aber die ist auch wahnsinnig ergiebig und lässt sich bis zu einer stärkeren, mittleren Deckkraft aufbauen. Also ihr kriegt kein Full Coverage damit hin, aber so eine stärkere, mittlere Deckkraft ist damit auf jeden Fall möglich. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die Dose of Colors Meet Your Hue Foundation, die ich tatsächlich am liebsten verwende, wenn ich eine stärkere Deckkraft haben möchte im Vergleich zu den anderen Foundations, die ich euch gerade gezeigt habe. Und die hat hier im Gegensatz zu den anderen Foundations eher ein mattes bis Satin-Finish, je nachdem, was für Produkte man darunter verwendet. Und genau das finde ich so großartig an ihr, dass sie halt trotz dieses Finishs richtig gut auf meiner trockenen Haut aussieht, dass sie keine trockenen Stellen betont und dass sie sich auch easy verteilen lässt. Außerdem ist sie richtig ergiebig. Ich brauche recht wenig Produkt, um die entsprechende Deckkraft zu erreichen. Und ich finde sie einfach nur großartig. Sie ist auch von der Haltbarkeit toll. Ich vertrage sie wunderbar. Und die Shade Range ist auch nicht schlecht. Ich habe mir sogar eine dunklere Nuance für den Sommer besorgt, damit ich das Ganze hier wieder mixen kann. Also falls ihr auch eine eher trockene Haut haben solltet, aber dennoch ein mattes bis Satin-Finish ausprobieren möchtet, dann kann ich euch diese hier sehr ans Herz legen. Ach so, noch ein ganz kleiner Tipp zum Schluss. Und zwar hat Make-up Revolution auch Foundations, die ohne Beduftung auskommen und ohne deklarationspflichtige Duftstoffe. Dazu gehört zum Beispiel die Conceal and Define, die Conceal and Glow und die Conceal and Hydrate. Ich packe euch natürlich alle Produkte, die ich euch hier gezeigt habe, unten in die Infobox. Dann sind sie nur noch einen Klick entfernt. Allerdings muss ich sagen, dass ich trotz der tollen Verträglichkeit kein großer Fan dieser Foundations bin, weil sie für mich persönlich vom Tragekomfort und vom Hautgefühl nicht passen. Und ich finde auch, es wahnsinnig schwer, die richtige Farbe für mich zu finden. Also die neutralen Farben sind oft einfach zu grau, dann sind die warmen Farben oft einfach zu gelb. Und die pinken Farben sind dann schlichtweg zu pink. Das heißt, ich muss hier mehrere Nuancen bestellen, um die perfekte für mich selbst anzumischen. Und da bin ich persönlich einfach kein großer Fan von. Aber falls ihr die perfekte Farbe für euch finden solltet, dann kann ich euch die Foundations auf jeden Fall ans Herz legen. Zumindest was die Verträglichkeit angeht. Tragekomfort und Hautgefühl ist natürlich sehr subjektiv. Deshalb müsst ihr da einfach schauen, ob ihr das eventuell selbst ausprobieren möchtet. Und das war's schon mit meinen 5 liebsten Foundations ever. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Foundation ihr aktuell am liebsten benutzt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.